You see what is happening, the wars, the injustice, the crimes. That is what happens when the heart hardens and becomes indifferent. Der Vatikan steckt in einer Krise. Die Welt steht unter Schock. Papst Franziskus tot mit 88. Es handelt sich nicht nur um das Ableben eines Papstes, sondern um den plötzlichen Zusammenbruch eines geistlichen Kraftwerks. Der erste lateinamerikanische Papst. Die kontroverseste Stimme, die die Kirche seit Jahrhunderten hatte, verschwunden. Und Papst Franziskus hat eine endgültige Entscheidung getroffen und die ganze Welt ist fassungslos. War es ein natürlicher Tod? War der Vatikan vorbereitet? Und was passiert jetzt in einer Welt, die bereits in Aufruhr ist? Schnallen Sie sich an, die Situation ist größer, als Sie denken. Ein transformatives Papsttum geht zu Ende. Vatikanstadt 21. April 2025. Papst Franziskus. Der 266. Papst der römisch-katholischen Kirche und eine Schlüsselfigur im globalen religiösen und politischen Leben, ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Vatikan bestätigte seinen Tod am Montagmorgen um 7:35 Uhr. Ortszeit. In seiner Residenz Casa Santa Marta an den Folgen einer doppelten Lungenentzündung. Franziskus, der erste lateinamerikanische Papst, wurde als Jorge Mario Bergoglio in Buenos Aires, Argentinien, geboren und im März 2013 nach dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI. Zum Papst gewählt. Während seiner 12-jährigen Amtszeit war Franziskus bekannt für seinen bescheidenen Führungsstil, seinen Einsatz für die Armen und Ausgegrenzten und seine Bemühungen, die katholische Kirche zu modernisieren und zu reformieren. Sein letzter öffentlicher Auftritt war am Ostersonntag, als er die auf dem Petersplatz versammelte Menge segnete. Petersplatz segnete, obwohl er offensichtlich mit seiner Gesundheit zu kämpfen hatte. Der Vatikan hat mit den traditionellen Trauerritualen begonnen, die mit dem Tod eines Pontifex verbunden sind, wie dem Versiegeln und feierlichen Zerstören des Fischerrings. In den kommenden Wochen wird ein Konklave der Kardinäle stattfinden, um einen neuen Papst zu wählen. Im Laufe des Tages trafen Reaktionen aus aller Welt ein. Politische Führer, religiöse Persönlichkeiten und Menschenrechtsaktivisten lobten den unerschütterlichen Einsatz von Papst Franziskus für Gerechtigkeit, Frieden und Umweltverantwortung. UN-Generalsekretär Antonio Guterres bezeichnete ihn als einen moralischen Kompass für die Welt. Kamala Harris, Präsidentin der Vereinigten Staaten, erklärte, sein Vermächtnis des Mitgefühls und des Mutes wird weit über die Mauern des Vatikans hinaus Bestand haben. Der Tod von Papst Franziskus fällt in eine Zeit zunehmender globaler Unruhen und seine Abwesenheit hinterlässt eine große Lücke sowohl im geistlichen als auch im geopolitischen Diskurs. Zu Lebzeiten war er ein Verfechter der Armen, ein Kritiker des ungebremsten Kapitalismus und ein Befürworter von Klimaschutzmaßnahmen. Nach seinem Tod hinterlässt er ein Vermächtnis der Demut, des Aufbruchs und des Optimismus. Es wird erwartet, dass die Beerdigungsmodalitäten bald bekannt gegeben werden. In der Vatikanstadt wehen die Flaggen auf Halbmast, während aus aller Welt zahlreiche Trauerbekundungen eintreffen. Vor seinem Tod hat Papst Franziskus eine letzte Entscheidung getroffen, die die ganze Welt verblüfft hat. Wenn Sie diesen Moment mit Ehrfurcht, Verwirrung oder tiefer Neugierde beobachten, klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche Abonnieren. Wir berichten über jede Entwicklung und glauben Sie uns, diese Geschichte ist noch lange nicht vorbei. Eine Bemerkung von Papst Franziskus, die die Welt verblüffte. Papst Franziskus hat in einem Interview eine Aussage gemacht, die viele Menschen überrascht und eine breite Diskussion ausgelöst hat. Er sprach das Thema Segen an und klärte ein Thema, das häufig Gegenstand von Debatten und Spekulationen war. Seine Kommentare, die er in seinem typischen Stil vortrug, waren direkt und drehten sich um die Haltung der Kirche zu der Frage, wer für Segnungen in Frage kommt und wie sie verwaltet werden sollten. In dem Interview erklärte Papst Franziskus, dass Segnungen in ihrem traditionellen
und heiligen Sinn für Einzelpersonen gedacht sind und nicht für Partnerschaften, die sich nicht an die Ehe- und Familienlehre der Kirche halten. Papst Franziskus hat eine bahnbrechende Entscheidung getroffen, die es katholischen Priestern erlaubt, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen, die nicht Mitglied der regulären Kirche sind. Er erklärte, dass diese Praxis nicht auf einer persönlichen Vorliebe oder einer modernen Meinung beruht. Er sagt, der Segen solle Gottes Willen ehren und könne nicht für Ehen erteilt werden, die nicht in diesen Rahmen passen. Aber widerspricht die traditionelle Sichtweise der Kirche in Bezug auf Segnungen ihren aktuellen Lehren zur Ehe? Bleiben Sie auf dem Laufenden. In dem Interview betonte Papst Franziskus die Haltung der katholischen Kirche zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen und Segnungen. Diese Äußerungen waren bedeutsam, weil sie ein klareres Bild davon vermittelten, wie der Papst das Gleichgewicht zwischen den kirchlichen Lehren und der modernen Welt wahrnimmt. Papst Franziskus hat sich stets bemüht, die Kirche mit Mitgefühl und Offenheit zu führen und gleichzeitig traditionelle Werte zu bewahren. Bei der Diskussion über gleichgeschlechtliche Paare stellte der Papst jedoch klar, dass die Kirche deren Verbindungen zwar nicht gutheißt, sie aber als Personen unterstützt und respektiert. Dieser Ansatz stehe im Einklang mit den Lehren Jesu, der Liebe, Freundlichkeit und die Würde aller Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft oder Identität, hochgehalten habe. Einer der wichtigsten Punkte des Papstes war, dass Menschen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen trotz der kirchlichen Vorschriften zur Ehe nicht verurteilt werden sollten. Stattdessen sollten sie mit demselben Mitgefühl behandelt werden wie alle anderen. Jetzt ist es offiziell. Dieses Paar kann endlich heiraten. Am Dienstag unterzeichnete der thailändische König ein Gesetz, das die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert. Damit ist Thailand das erste südostasiatische Land, das die Gleichstellung der Ehe anerkennt. Er sagte, dass Liebe und Respekt der Schlüssel für den Ansatz der Kirche sind, selbst bei schwierigen Themen wie diesem. Der Papst betonte jedoch, dass sich die kirchlichen Lehren über die Ehe nicht ändern würden, da es sich nach wie vor um eine Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau handele. Darüber hinaus haben die Äußerungen des Papstes über Segnungen gemischte Reaktionen hervorgerufen. Einige Menschen, insbesondere diejenigen, die sich für die Gleichberechtigung dieser Paare einsetzen, haben die Kirche dafür gegeißelt, dass sie diese Art von Ehen nicht vollständig akzeptiert. Diese Kritiker argumentieren, indem sie keine Segnungen anbietet, eine Gelegenheit verpasst, vollständige Akzeptanz zu zeigen. Sie argumentieren auch, dass sich die Kirche, ebenso wie die Haltung der Gesellschaft gegenüber gleichgeschlechtlichen Beziehungen, weiterentwickeln sollte. Viele Befürworter der Haltung von Papst Franziskus sind jedoch der Meinung, dass er einen schwierigen Weg vorsichtig beschreitet. Sie sagen, seine Methode sei keine Ablehnung, sondern die Befolgung der kirchlichen Lehre bei gleichzeitiger respektvoller Behandlung aller. Sie argumentieren, dass die Betonung der Würde aller Menschen, unabhängig von ihrer Orientierung, einen Schritt in Richtung größerer Inklusivität darstellt, auch wenn die kirchlichen Ehelehren unverändert bleiben. Er betont auch die Segnung und erklärt, dass es bei dieser Position nicht darum geht, jemanden auszuschließen oder abzulehnen, sondern vielmehr darum, die heilige Natur der Segnung und ihre Verbindung zum Glauben zu bewahren. Der Vatikan erklärt, dass eine Segnung nicht mit dem Sakrament der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau verwechselt werden darf. In dem Dokument heißt es jedoch, dass Anträge auf solche Segnungen für gleichgeschlechtliche Paare nicht rundweg abgelehnt werden sollten. Für Papst Franziskus sind Segnungen ein Mittel, um Gottes Gnade zu erflehen, und sie müssen entsprechend ihrem ursprünglichen Zweck verabreicht werden. Einer der auffälligsten Aspekte der Erklärung des Papstes war sein Hinweis auf die natürliche Ordnung als göttlich verordnet. Er erklärte, dass der Herr sie so gestaltet hat und bezog sich damit auf den Glauben, dass die Struktur der Segnungen und ihre Rolle innerhalb der Kirche göttliche Anweisungen und keine menschlichen Erfindungen sind.
Diese Aussage hatte großes Gewicht, weil sie seine Überzeugung verdeutlichte, dass die Kirche lediglich eine Verwalterin heiliger Praktiken ist und nicht eine Institution mit der Autorität, deren grundlegende Bedeutung zu verändern. Indem er die Diskussion auf diese Weise einrahmte, wollte Papst Franziskus jedoch betonen, wie wichtig es ist, die Grenzen Gottes zu respektieren. Er erklärte, dass zwar jeder in der Kirche willkommen ist und mit Liebe und Würde behandelt werden sollte, dass aber die Regeln für den Segen nicht geändert werden können, um persönlichen oder gesellschaftlichen Vorlieben Rechnung zu tragen. Dieser Standpunkt steht im Einklang mit der allgemeinen katholischen Lehre, wonach es im Glauben darum geht, dem göttlichen Willen zu folgen, auch wenn dieser im Widerspruch zu modernen Erwartungen steht. Er räumte ein, dass diese Haltung für manche schwer zu akzeptieren sein mag, aber er betonte auch, wie wichtig es ist, sich an die Grundprinzipien des Glaubens zu halten. Segnungen sind seiner Meinung nach mehr als nur Gesten des guten Willens oder Bekräftigungen. Sie sind tiefgreifende spirituelle Handlungen mit spezifischer Bedeutung und Aussagekraft. Er meinte, dass eine Änderung ihres Zwecks ihre Heiligkeit schmälern und Verwirrung darüber stiften würde, wofür sie stehen. Darüber hinaus erörterte er in seinem Interview ein breites Spektrum an Themen, darunter seine Ansichten zu Krieg, kirchlichem Missbrauch und der Notwendigkeit von Reformen. Er verurteilte den Krieg aufs Schärfste und sprach sich für verstärkte Bemühungen um Frieden und Dialog aus. Er brachte seine Enttäuschung über die anhaltenden Missbrauchsskandale der Kirche zum Ausdruck und betonte die Bedeutung von Rechenschaftspflicht und Transparenz. Dies war ein wichtiges Thema für die Kirche. Der Papst dankte für seine Unterstützung und Solidarität bei den jüngsten Massendemonstrationen. Der Papst drückte seine Unterstützung und Solidarität während der jüngsten Massendemonstrationen aus, für den Frieden. Die Kirche musste sich mit dem Schaden auseinandersetzen, den frühere Missbrauchsfälle in ihren Reihen angerichtet hatten. Papst Franziskus hat sich immer wieder für Veränderungen im Umgang der Kirche mit diesen Fällen eingesetzt und damit sein Engagement für die Säuberung der Institution unter Beweis gestellt. Der Papst betonte auch die Notwendigkeit von Reformen innerhalb der Kirche. Papst Franziskus ist der Ansicht, dass die Kirche offener für Veränderungen sein sollte, aber nicht auf Kosten der Aufgabe ihrer Grundwerte. Er betonte, wie wichtig es ist, die Kirche zu einem einladenderen und barmherzigeren Ort für alle zu machen, insbesondere in der heutigen Welt, in der sich viele Menschen von ihrem Glauben abgekoppelt fühlen. Der interessanteste Aspekt all dieser Überlegungen wird jedoch erst noch kommen. Bleiben Sie dran. Papst Franziskus hat einen tiefgreifenden Einfluss gehabt. Bevor wir auf seinen Kommentar zu all dem eingehen, sollten wir über Papst Franziskus sprechen und darüber, warum seine Predigten und Offenbarungen so kraftvoll sind. Papst Franziskus wurde am 17. Dezember 1936 als Jorge Mario Bergoglio in Buenos Aires, Argentinien, geboren und ist das älteste von 5 Kindern von Mario José Bergoglio und Regina Maria Sivori. Bevor wir auf seine Äußerungen eingehen, wollen wir uns mit Papst Franziskus und der Kraft seiner Lehren und Offenbarungen beschäftigen. Wir haben einen neuen Papst und Sie können den Jubel auf dem Petersplatz hören. Petersplatz hören. Und Sie können all die Menschen sehen, die sich draußen versammelt haben und darauf warten, dass der Rauch aus dem Petersdom aufsteigt. Petrus, oder besser gesagt, aus der Sixtinischen Kapelle. Jorge Mario Bergoglio hat den Namen Papst Franziskus zu Ehren des HL Franz von Assisi. Seine Wahl war unerwartet und historisch, denn er ist der erste Papst aus Amerika, der erste Jesuitenpapst und der erste, der den Namen Franziskus trägt. Seine Wahl war historisch und unerwartet. Er war der erste jesuitische Papst, der erste Papst aus Amerika und der erste mit dem Namen Franziskus. Als Papst Franziskus sein Amt antrat, traf er Entscheidungen, die seine Bescheidenheit demonstrierten. Anstatt in die opulenten päpstlichen Gemächer zu ziehen,
wohnte er in einem einfachen Zimmer in der Casa Santa Marta, einem Gästehaus im Vatikan. Er zog auch einfache Kleidung den aufwendigen Gewändern früherer Päpste vor. Diese Handlungen zeigten, dass er sich für ein einfaches Leben und für ein offenes Auftreten einsetzte und ein Führer für alle Menschen war. Nicht nur für die Elite. Dieser Ansatz verschaffte ihm schnell breiten Respekt und Bewunderung. Seine erste große Veröffentlichung, Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums, wurde im November 2013 veröffentlicht und umriss seine Vision einer Kirche, die Liebe und Hoffnung verbreitet. In diesem Dokument betonte er, wie wichtig es ist, alle Menschen willkommen zu heißen und die Lehren Jesu mit Freude und Freundlichkeit zu verbreiten. Papst Franziskus ermutigte die Kirche, die Menschen dort zu erreichen, wo sie sich aufhalten, anstatt von ihnen zu erwarten, dass sie in die Kirche kommen. Er stellte sich eine Gemeinschaft vor, die Wärme, Liebe und Akzeptanz ausstrahlt. Er ist ein sehr intelligenter Mann, dem die Kirche mehr am Herzen liegt als seine Rolle in ihr. Sein Ziel war es, dass die Kirche wie eine nährende Mutter wird, die den Bedürftigen Unterstützung, Mitgefühl und Anleitung bietet und allen das Gefühl gibt, umsorgt und geschätzt zu werden. Mit diesem Ansatz hofft er, dass die Kirche einen echten und positiven Einfluss auf das Leben der Menschen hat und ihnen ermöglicht, die Liebe Gottes auf praktische Weise zu erfahren. Eine der schwierigsten Herausforderungen, vor denen Papst Franziskus stand, war die Bewältigung der weltweiten Missbrauchskrise in der Kirche. Im Laufe der Jahre haben Berichte über den Missbrauch von Kindern und Erwachsenen durch Priester und religiöse Führer dem Ruf der Kirche geschadet. Viele Menschen verloren den Glauben und fühlten sich betrogen. Papst Franziskus erkannte, wie wichtig es ist, dieses Problem anzugehen, um die Glaubwürdigkeit der Kirche wiederherzustellen. Er setzte sich dafür ein, dass die Stimmen der Opfer gehört, die Täter zur Rechenschaft gezogen und Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Schwachen getroffen wurden. Im März 2014 setzte er die päpstliche Kommission für den Schutz von Minderjährigen ein, um Strategien zur Verhinderung von Missbrauch und zur Förderung der Rechenschaftspflicht zu entwickeln. Papst Franziskus forderte die Bischöfe auf, die Versäumnisse der Kirche bei der Prävention von Kindesmissbrauch einzugestehen und die Überlebenden um Vergebung zu bitten. Der Papst sprach in einer Videobotschaft an die ost- und mitteleuropäischen Bischöfe. Im Jahr 2016 veröffentlichte Papst Franziskus ein Dokument mit dem Titel »Wie eine liebende Mutter«, das einen weiteren bedeutenden Schritt nach vorn darstellte. In diesem Schreiben heißt es, dass Bischöfe die Missbrauchsfälle nicht ordnungsgemäß aufarbeiten, ihre Ämter enthoben werden. Dieser Schritt zeigte, dass er sich dafür einsetzt, Kirchenführer zur Verantwortung zu ziehen und die schwächsten Mitglieder der Kirche zu schützen. In der Vergangenheit haben einige Bischöfe den Missbrauch ignoriert oder vertuscht, sodass er weitergehen konnte. Papst Franziskus betonte, dass ein solches Verhalten inakzeptabel sei und dass Kirchenführer die Verantwortung hätten, ihre Gemeinden zu schützen. Obwohl die Geste ein wichtiger Schritt nach vorn war, waren viele Menschen der Meinung, dass noch mehr getan werden müsse. Sie wünschten sich strengere Maßnahmen, um den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und härtere Strafen für diejenigen, die nicht gehandelt haben. In allgemeineren sozialen Fragen wählte Papst Franziskus einen offeneren und mitfühlenderen Ansatz. Im Juli 2013, nur wenige Monate nach seinem Amtsantritt, machte er eine bemerkenswerte Aussage, als er auf die Frage nach Menschen mit anderen Orientierungen antwortete: »Wer bin ich, dass ich urteilen kann?« Diese Bemerkung signalisierte einen Wandel in der Haltung der Kirche und deutete auf eine integrativere und weniger kritische Haltung hin. Seine Offenheit zeigte sich auch in den Diskussionen auf der Synode über die Familie 2014, wo er den Dialog über diese sensiblen Themen anregte. In dem Dokumentarfilm Francesco aus dem Jahr 2020 ist der Protagonist ein Mann,
der sein Herz für die Herzen der ganzen Welt geöffnet hat. Er ist ein Mann, der mit den Menschen weint, mit den Menschen lacht und mit den Menschen leidet. Das ist Papst Franziskus. Papst Franziskus hat sich für die rechtlichen Rechte und den Schutz gleichgeschlechtlicher Paare ausgesprochen. Er schlug Lebenspartnerschaften als eine Möglichkeit vor, diese Rechte zu gewähren, und machte damit seine Sorge um die Würde und das Wohlergehen von Menschen in solchen Beziehungen deutlich. Dies stellte einen bedeutenden Wandel in der Haltung der katholischen Kirche dar, da sie ihre Bereitschaft zeigte, die Bedeutung der rechtlichen Anerkennung und des Schutzes aller Familien anzuerkennen. Papst Franziskus hat mit seiner Haltung seine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass jeder Mensch, unabhängig von seinem Lebensstil oder seinen Beziehungen, es verdient, geliebt, respektiert und gleich behandelt zu werden. Er hat die Kirche dazu aufgefordert, sich mehr um die Menschen zu kümmern, die an den Rand gedrängt werden. Angesichts der langen Geschichte der katholischen Kirche mit ihrer konservativen Haltung zu Sexualität und Beziehungen war seine Erklärung bahnbrechend. Papst Franziskus war während seiner gesamten Amtszeit als Papst ein entschiedener Verfechter der sozialen Gerechtigkeit und des Umweltschutzes. Im Jahr 2015 schrieb er eine Enzyklika mit dem Titel Laudato Si, die sich mit dem dringenden Problem des Klimawandels und der Notwendigkeit, sich um die Umwelt zu kümmern, befasste. In diesem Brief forderte er die Menschen auf der ganzen Welt auf, sich gemeinsam für den Schutz unseres gemeinsamen Hauses einzusetzen. Er betonte, dass die Verantwortung für die Umwelt nicht nur eine ökologische, sondern auch eine moralische und soziale Verantwortung ist. Laut Papst Franziskus sind die Armen und Schwachen häufig unverhältnismäßig stark von Umweltschäden wie Verschmutzung und Klimawandel betroffen, obwohl sie am wenigsten zu diesen Problemen beitragen. Er forderte die wohlhabenderen Länder auf, bei der Bewältigung dieser Herausforderungen die Initiative zu ergreifen und betonte die Bedeutung von Gerechtigkeit und Solidarität bei der Lösung globaler Probleme. Seine Führungsrolle im Umweltbereich hat ihm viel Lob von internationalen Organisationen und Umweltschützern eingebracht. Darüber hinaus stellte die Covid-19-Pandemie eine große Herausforderung für Papst Franziskus dar. Im März 2020, als sich die Welt mit der eskalierenden Krise auseinandersetzte, erteilte er auf dem leeren Petersplatz einen historischen Segen, der als Urbi et Orbi bekannt ist. Petersplatz. Und wir hören, wie die päpstliche Kapelle Papst Franziskus und alle Anwesenden begrüßt, indem sie die ersten Takte der päpstlichen Hymne der Vatikanstadt spielt. Dieses außergewöhnliche Ereignis, das normalerweise für Weihnachten und Ostern reserviert ist, war ein kraftvoller Moment des Gebets und der Hoffnung inmitten der weltweiten Unsicherheit. Papst Franziskus betete für ein Ende der Pandemie und sprach den Betroffenen, den Kranken, den Mitarbeitern des Gesundheitswesens und den Trauernden, die einen geliebten Menschen verloren haben, seinen geistlichen Beistand zu. Er betonte auch die Bedeutung der weltweiten Solidarität bei der Bewältigung der Krise, insbesondere bei der Gewährleistung eines gerechten Zugangs zu Impfstoffen. Er forderte die wohlhabenden Länder auf, medizinische Ressourcen und Impfstoffe mit den Entwicklungsländern zu teilen und rief die Welt auf, Mitgefühl und Gerechtigkeit über Profit und Eigeninteresse zu stellen. Abgesehen von seiner Reaktion auf die Pandemie hat sich Papst Franziskus dafür eingesetzt, die katholische Kirche inklusiver und partizipativer zu machen. Eine seiner wichtigsten Initiativen ist die Synodalität, ein Prozess, der darauf abzielt, alle Mitglieder der Kirche, Laien, Priester und Bischöfe in Diskussionen über ihre Zukunft einzubeziehen. Für 2020 kündigte er eine 2-jährige Initiative an, um offene Kommunikation, gegenseitigen Respekt und gemeinsame Verantwortung innerhalb der Kirche zu fördern. Diese Initiative zielt darauf ab, eine kooperativere und reaktionsfreudigere Kirchenkultur zu fördern, in der sich jeder gehört und wertgeschätzt fühlt. Papst Franziskus stellt sich die Kirche als eine Familie vor, in der Entscheidungen gemeinsam getroffen
und nicht von oben verordnet werden. Er glaubt, dass die Kirche durch gegenseitiges Zuhören und Zusammenarbeit besser auf die Bedürfnisse ihrer Mitglieder eingehen und gleichzeitig die Herausforderungen der heutigen Zeit bewältigen kann. Die Vision von Papst Franziskus geht über die innerkirchlichen Reformen hinaus und umfasst auch den Einsatz für die globale Gemeinschaft. Seine apostolischen Reisen sind ein wichtiger Aspekt seines Pontifikats, der es ihm ermöglicht, mit katholischen Gemeinschaften in der ganzen Welt in Kontakt zu treten und dringende Probleme anzusprechen. Im Jahr 2023 unternahm er 3 wichtige Reisen in Länder, die vor großen Herausforderungen stehen. Er reiste in den Südsudan, ein Land, das von Konflikten und humanitären Krisen geplagt wird, um Frieden und Versöhnung zu fördern. Der Papst, der Erzbischof von Canterbury und der Moderator der Church of Scotland befinden sich auf einem 3-tägigen historischen Besuch im Südsudan. Sie haben ihre Reise in das Land, in dem mehr als 400 Menschen der Gewalt zum Opfer gefallen sind, als Friedenspilgerreise bezeichnet. Und um seine Solidarität mit den leidenden Menschen zum Ausdruck zu bringen. Als erster Papst besuchte er auch den Irak, wo er die Kämpfe der Christen hervorhob und sich für den interreligiösen Dialog und die Zusammenarbeit einsetzte. Bei seinen Besuchen in Ungarn und der Slowakei betonte er, wie wichtig es ist, Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zu respektieren und sich den Herausforderungen von Migration und Nationalismus zu stellen. Die Reisen von Papst Franziskus haben gezeigt, dass er sich für weltweiten Frieden, Verständnis und Akzeptanz einsetzt. Trotz seiner Bemühungen um Inklusion und soziale Gerechtigkeit ist Papst Franziskus von einigen Seiten kritisiert worden. Viele Menschen glauben, dass sein Handeln und seine Lehren langjährige katholische Traditionen in Frage stellen. Seine Betonung der Liebe Gottes und der Akzeptanz aller Menschen hat Debatten über die Haltung der Kirche zu strittigen Fragen ausgelöst. Er hat über die Universalität der Liebe Gottes gepredigt und über die Pflicht der Kirche, alle Menschen anzunehmen, unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Lebensstil. Dieser Ansatz hat einige dazu veranlasst, sich zu fragen, ob Papst Franziskus von den Kernüberzeugungen des Glaubens abweicht. Seine Unterstützung für zivile Partnerschaften und seine Forderung nach einer integrativeren Kirche haben eine Kontroverse ausgelöst, da einige Kritiker behaupten, dass diese Positionen die traditionellen Lehren untergraben. Selbst einige seiner treuesten Befürworter haben sich besorgt über die möglichen Folgen seiner Reformen geäußert. Sie fragen sich, wie die Kirche ein Gleichgewicht zwischen ihrem Engagement für Inklusion und ihrem Festhalten an den etablierten Lehren finden kann. Für viele wirft der Ansatz des Papstes grundlegende Fragen über die Rolle von Tradition und Wandel in der katholischen Kirche auf. Warum sollte der Papst für Veränderungen eintreten, die den historischen Lehren der Kirche zu widersprechen scheinen? Diese Phase ist der interessanteste Teil. Papst Franziskus stellt die Grundüberzeugungen der Kirche in Frage. Die katholische Kirche hat ihre Lehren stets auf das Leben Jesu Christi und die von seinen Aposteln überlieferten Traditionen gestützt, wobei das Glaubensbekenntnis von Nicäa als zentrale Zusammenfassung dieser Überzeugungen dient. Die Lehre von der Dreifaltigkeit ist für den Katholizismus von zentraler Bedeutung. Sie besagt, dass Gott in 3 Personen existiert, dem Vater, dem Sohn, Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Diese Lehren gelten als zeitlos und unveränderlich und dienen als Grundlage für Millionen von Gläubigen weltweit. Als jedoch Papst Franziskus 2013 das Oberhaupt der katholischen Kirche wurde, signalisierte er einen Wandel, den viele als einen Versuch sahen, die Kirche zu modernisieren und sie für die heutige Welt relevanter zu machen. Sein Ansatz wird zwar von einigen für seine Inklusivität gelobt, hat aber auch hitzige Debatten ausgelöst, insbesondere unter Traditionalisten. Seit seinem Amtsantritt hat Papst Franziskus betont, wie wichtig es ist, sich mit aktuellen Themen wie sozialer Gerechtigkeit, ökologischer Nachhaltigkeit und Menschenrechten auseinanderzusetzen.
Papst Franziskus erklärte, dass andere mit Würde und Respekt behandelt werden sollten und nicht als Objekte, die man ausbeuten oder wegwerfen kann. Die Rede des Papstes wurde bei einer per Livestream übertragenen Veranstaltung über menschliche Brüderlichkeit verlesen. Er betonte, wie wichtig es ist, dass sich die Kirche mit der Welt um sie herum auseinandersetzt und auf die Herausforderungen der modernen Gesellschaft antwortet. Dies bedeutete eine bemerkenswerte Abkehr von den Prioritäten früherer Päpste, die sich häufig auf die Stärkung traditioneller kirchlicher Lehren konzentrierten, während viele seine Bemühungen, die Kirche den Menschen näher zu bringen, lobten, sahen andere diese Veränderungen als eine Abkehr von den grundlegenden Werten und Überzeugungen, die den katholischen Glauben seit Jahrhunderten geleitet hatten. Eine der umstrittensten Maßnahmen von Papst Franziskus war seine Haltung zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen und Partnerschaften. Seit Anbeginn der Zeit hat die katholische Kirche behauptet, dass die Ehe eine heilige Verbindung zwischen einem einzigen Mann und einer einzigen Frau ist. Die Lehren der Bibel, Levitikus, Kapitel 18, Vers 22, besagen, dass man mit einem Mann nicht auf die gleiche Weise sexuelle Beziehungen haben darf wie mit einer Frau. Es ist abscheulich, dies zu tun. Dieser und andere Verse wie Matthäus, Kapitel 5, Vers 18 und Hebräer, Kapitel 13, Vers 4 betonen die Unantastbarkeit der Ehe und die Bedeutung der Einhaltung der Gesetze Gottes, wie sie in der Bibel niedergeschrieben sind. Diese Lehrer bilden seit geraumer Zeit die Grundlage für die moralische Haltung der Kirche zu Ehe und Sexualität. Wer bin ich, dass ich urteile, war die Frage, die Papst Franziskus in seiner berühmt gewordenen Erklärung stellte. Im Vergleich zu seinen Vorgängern markierte die Erklärung von Papst Franziskus eine deutliche Veränderung des Tons im Jahr 2013. Seine Äußerungen deuteten auf einen barmherzigeren und integrativeren Ansatz gegenüber Menschen hin, die in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben, obwohl er die offiziellen Lehren der Einrichtung nicht änderte. Er bekräftigte, dass jeder einzelne Mensch ein Kind Gottes sei und Respekt und Würde verdiene. Einige Menschen empfanden diese Worte als eine Willkommensbotschaft, die den Auftrag der Kirche widerspiegelt, der darin besteht, Liebe und Akzeptanz zu fördern. Aber es gab einige, die sich Sorgen machten, dass der Papst die Lehre in einer Weise ändert, die der Bibel widerspricht. Derzeit können katholische Priester gleichgeschlechtliche Paare segnen. Heute hat Papst Franziskus eine formelle Änderung der vatikanischen Politik vorgenommen und erklärt, dass Menschen, die die Liebe und Barmherzigkeit Gottes suchen, keiner erschöpfenden moralischen Analyse oder Prüfung unterzogen werden sollten. Im Jahr 2020 sprach sich Papst Franziskus für die zivile Ehe für gleichgeschlechtliche Paare aus, was die Debatte weiter anheizte. In einem Dokumentarfilm erklärte er, dass Personen, die sich als homosexuell bezeichnen, das Recht haben, Teil einer Familie zu sein und dass ihnen rechtlicher Schutz gewährt werden sollte. Viele Katholiken waren der Meinung, dass diese Aussage im Widerspruch zu den seit langem bestehenden Lehren der Kirche über die Ehe steht, und sie löste in der katholischen Gemeinschaft eine breite Beunruhigung aus. Diejenigen, die an traditionalistischen Überzeugungen festhalten, waren der Meinung, dass das Konzept der Anerkennung von zivilen Lebensgemeinschaften für gleichgeschlechtliche Paare ein übertriebener Schritt wäre, da es die Grenzen zwischen Barmherzigkeit und lehrmäßigem Kompromiss verwischen würde. Kritiker sind der Meinung, dass die Äußerungen von Papst Franziskus trotz ihrer edlen Absichten die Gefahr bergen, bei den Gläubigen Verwirrung zu stiften. Sie sind besorgt, dass seine Äußerungen als Billigung von Handlungen missverstanden werden könnten, die die Kirche traditionell als im Widerspruch zu ihren Lehren stehend betrachtet. Diese Sorge rührt von der Überzeugung her, dass die Lehren der Kirche auf unveränderlichen Wahrheiten der Bibel und der kirchlichen Traditionen beruhen. Einige Menschen sind besorgt,
dass Papst Franziskus die moralische Autorität der Kirche ungewollt untergraben könnte, indem er den Eindruck erweckt, dass die Kirche in diesen Fragen eine mildere Haltung einnimmt. Die Bibel hat die Katholiken dazu angeleitet, nach dem Willen Gottes zu leben. Die Gläubigen werden durch Stellen wie Matthäus, Kapitel 5, Vers 18, an die Unveränderlichkeit von Gottes Gesetz erinnert, wo es heißt, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht der kleinste Buchstabe, nicht der geringste Federstrich vom Gesetz vergehen, bis alles vollendet ist. Dies hat gezeigt, wie wichtig es ist, den Lehren der Bibel treu zu bleiben und der Versuchung zu widerstehen, sie zu verändern, um sie an die heutige Mode anzupassen. Traditionalisten sagen, die Kirche solle allen gegenüber Mitgefühl zeigen, aber nicht auf Kosten der lehrmäßigen Klarheit. Sie glauben, dass der von Papst Franziskus verfolgte Ansatz das Risiko birgt, die grundlegenden Lehren des katholischen Glaubens zu verwässern, was unter den Gläubigen zu Verwirrung über das wahre Wesen des Glaubens der Kirche führen würde. Ein solcher Ansatz hat zu einer wachsenden Spaltung innerhalb der Kirche geführt, wobei einige Personen die Vision des Papstes von einer Kirche, die inklusiver und engagierter ist, begrüßen, während andere weiterhin tief besorgt über die möglichen Folgen seiner Führung sind. Die Konzentration des Papstes auf soziale und ökologische Fragen hat ebenfalls eine Reihe von Reaktionen hervorgerufen, zusätzlich zu den Meinungen, die er über Beziehungen zwischen Menschen des gleichen Geschlechts geäußert hat. Als Kommentar zum Gleichnis vom ungerechten Richter widmete Papst Franziskus seine Katechese vor der Generalaudienz dem Gebet als Quelle der Barmherzigkeit. So wie Gott ein guter und gerechter Vater ist, wird er auch für seine Kinder gerecht sein. Während seiner gesamten Laufbahn war er ein entschiedener Befürworter von Initiativen zum Klimawandel und forderte die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, Verantwortung für die Erhaltung des Planeten zu übernehmen. Die moralischen und ethischen Aspekte der Verantwortung für die Umwelt wurden in seiner Enzyklika Laudato Si hervorgehoben, in der die Katholiken aufgefordert wurden, Verantwortung für die von Gott geschaffene Schöpfung zu übernehmen. Andere waren der Meinung, dass die Betonung dieser Themen durch den Papst möglicherweise von der spirituellen Mission der Kirche ablenken könnte, obwohl viele Menschen dies als einen notwendigen Schritt zur Bewältigung der globalen Herausforderungen lobten. In ähnlicher Weise hat das Eintreten von Papst Franziskus für soziale Gerechtigkeit eine Debatte ausgelöst. Er hat betont, wie wichtig es ist, dass die Kirche an der Seite derjenigen steht, die an den Rand gedrängt und unterdrückt werden. Und er hat zu verstärkten Anstrengungen aufgerufen, um durch seine Fürsprache Fragen der Armut, Ungleichheit und Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Obwohl diese Bemühungen mit der Aufforderung des Evangeliums, andere zu lieben und ihnen zu dienen, übereinstimmen, gibt es Stimmen, die argumentieren, dass ein übermäßiger Zeitaufwand für soziale Fragen dazu führen kann, dass die grundlegenden Lehren der Kirche über Erlösung und Moral vernachlässigt werden. Das Wesen des Dienstes Jesu, der auf Liebe, Mitgefühl und Integration ausgerichtet war, wird von den Anhängern von Papst Franziskus angeführt, die der Meinung sind, dass seine Führung das Wesen dieses Dienstes widerspiegelt. Sie betrachten seine Bemühungen als eine wesentliche Antwort auf die Herausforderungen der modernen Welt, da sie der Kirche helfen, relevant und zugänglich für eine globale Gemeinschaft zu bleiben, die sowohl vielfältig ist, als auch sich ständig weiterentwickelt. Einige warnen jedoch davor, dass die Inklusivität keinen Vorrang vor der Bewahrung der Wahrheiten haben darf, die den katholischen Glauben seit Jahrhunderten ausmachen. Es gibt viele Katholiken, die diese Spannung als sehr persönlich empfinden. Sie befürchten, dass Änderungen im kirchlichen Ansatz zu unklaren und widersprüchlichen Lehren führen könnten, die es den Gläubigen erschweren, moralische und spirituelle Fragen zu klären. Andererseits erkennen sie an, wie wichtig es ist, Mitgefühl und Verständnis für Menschen aufzubringen, die sich aufgrund der Lehren der traditionellen Kirchen
an den Rand gedrängt oder ausgeschlossen fühlen. Hat Papst Franziskus gerade etwas Mutiges getan oder hat er die Kirche in einem entscheidenden Moment im Stich gelassen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen und wenn diese Entscheidung Sie in irgendeiner Weise beeinflusst hat, teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Die Gegenwart ist einer der Momente, in denen Ihre Stimme zählt. Wenn Sie dieses Video informativ oder aussagekräftig fanden, klicken Sie auf Gefällt mir, tippen Sie auf Abonnieren und schalten Sie die Benachrichtigungen ein, denn wir tauchen tiefer in die Zukunft der katholischen Kirche ein. Und die Welt